Das Scalable Capital Depot gehört vor allem wegen der vielen kostenlosen Sparpläne zu den beliebtesten Depots in Deutschland. Es bietet aber auch einen Vorteil, der ab Juli, wenn das Verbot des Payment for Order Flow kommt, weiterhin für günstige Gebühren sorgen kann. Aber wie gut ist das Depot? Haben sich die Konditionen nach der Beendigung der Partnerschaft mit der Baderbank geändert? Wo liegen die Stärken und wo die Schwächen? Und ist Scalable Capital im Vergleich zu anderen Brokern tatsächlich die bessere Wahl? Genau das klären wir in diesem Video. Am Ende sage ich dir ganz klar, für wen sich das Depot lohnt, und ich zeige dir eine Broker-Alternative, mit der du einige Nachteile von Scalable Capital ganz einfach umgehen kannst. Bevor wir gleich in die Tarife einsteigen, noch ein wichtiger Punkt vorab. Bei Scalable Capital hat sich im Hintergrund nämlich einiges getan. Gemeinsam mit der Börse Hannover hat Scalable Capital die European Investor Exchange, kurz EIX, gegründet. Das ist vor allem deshalb spannend, weil Scalable Capital dadurch nicht mehr auf sogenanntes Payment for Order Flow angewiesen ist. Ein Modell, das ab Juli regulatorisch verboten wird. Kurz gesagt, Scalable Capital ist hier selbst Market Maker und kann seine attraktiven Gebührenmodelle auch langfristig beibehalten, ohne auf dieses Modell zurückzugreifen. Warum das für dich wichtig ist, erkläre ich dir gleich noch im Detail beim Thema Handelsplätze. Schauen wir zuerst auf die Tarife Free und Prime Plus. Im Free-Tarif wird das Depot komplett kostenlos geführt. Es gibt keine monatliche Grundgebühr und alle Sparpläne werden ohne Ausführungsgebühr ausgeführt, und das schon ab einer Mindestsparrate von nur einem Euro. Wenn du Aktien oder ETFs einmalig kaufst oder verkaufst, fallen 99 Cent pro Auftrag an. Gehandelt wird dabei standardmäßig über Getex, den elektronischen Handelsplatz der Börse München. Es gibt hier aber noch alternative Börsen, die ich dir gleich noch zeige. Zusätzlich gibt es eine Besonderheit. ETFs von iShares, Amundi und Xtrackers kannst du gebührenfrei handeln, wenn dein Ordervolumen mindestens 250 Euro beträgt. Im Prime Plus Tarif zahlst du 4,99 € im Monat. Das ist aber keine klassische Depotgebühr, sondern der Preis für eine Trading Flatrate. Damit kannst du nicht nur Sparpläne kostenlos besparen, sondern auch Aktien und ETFs über Getex ohne Ordergebühr handeln, beliebig oft. Hier gilt ebenfalls ein Mindestordervolumen von 250 Euro. Liegt ein Trade darunter, werden wieder 99 Cent berechnet. Lass mich dir zuerst die Vorteile des Scalable Capital Depots zeigen. Du zahlst keine klassischen Depotgebühren. Im Free-Tarif gibt es gar keine monatlichen Kosten. Im Prime Plus Tarif zahlst du zwar 4,99 €, kannst dafür aber sehr aktiv handeln, ohne jedes Mal Gebühren zu zahlen. Am Ende des Videos zeige ich dir übrigens eine Broker-Alternative, die ich dir auch unter dem Video verlinke, mit der du auch ohne die monatliche Gebühr kostenlos handeln kannst. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Beim Trading ist Scalable Capital ebenfalls sehr günstig. Im Free-Tarif zahlst du mit 99 Cent pro Trade sehr wenig im Vergleich zu klassischen Brokern. Im Prime Plus Tarif sind Trades über Getex ab 250 Euro kostenlos. Ein weiterer Pluspunkt ist die Verzinsung des Guthabens. Aktuell bekommst du 2% per annum. Im Free-Tarif für Guthaben bis zu 50.000 Euro und im Prime Plus Tarif gibt es keine Guthabengrenze für die Verzinsung. Interessant ist auch der Wertpapierkredit. Scalable Capital bietet nämlich einen Kreditrahmen von bis zu 100.000 Euro. Der funktioniert ähnlich wie ein Dispo, nur mit deutlich niedrigeren Zinsen, weil deine Wertpapiere als Sicherheit dienen. Du richtest den Rahmen einmal ein, zahlst die Zinsen aber nur, wenn du ihn auch tatsächlich nutzt und nur für die Höhe des in Anspruch genommenen Kreditrahmens. Bei der Nutzung bist du absolut flexibel. Du kannst ihn für Investments verwenden, aber den Betrag auch auszahlen lassen und jederzeit zurückzahlen. Wichtig ist hier aber, eine kreditfinanzierte Geldanlage birgt Risiken. Scalable Capital weist im Risikohinweis darauf ausdrücklich hin. Den entsprechenden Link findest du unter dem Video. Einer der größten Vorteile von Scalable Capital ist das riesige Angebot an ETF-Sparplänen. Mit über 2800 kostenlos besparbaren ETF-Sparplänen hat Scalable Capital eines der größten Angebote in Deutschland. Alle bekannten Anbieter sind vertreten, von iShares über Vanguard, über Xtrackers, Amundi, SPDA, UBS bis hin zu HSBC, Invesco und Deka. Und das Beste? Auch im kostenlosen Free-Tarif kannst du jeden ETF kostenlos besparen. Dazu kommt die sehr niedrige Mindestsparrate. Sparpläne auf Aktien, ETFs und Fonds sind schon ab 1 Euro Sparrate pro Monat möglich. Ideal also, wenn du klein starten oder mehrere Positionen parallel besparen willst. Bei der Sparplanausführung bist du ebenfalls extrem flexibel. Du kannst aus 9 Ausführungstagen im Monat wählen und selbst entscheiden, ob dein Sparplan monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich ausgeführt wird. Neben Getex steht dir auch Xetra als Handelsplatz zur Verfügung. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn eine Aktie oder ein ETF bei Getex zu wenig Liquidität hat. Hier fallen allerdings höhere Gebühren als über Getex an. 3,99 € plus 0,01%, mindestens 5,49 € pro Trade. Zusätzlich gibt es mit der European Investor Exchange, kurz EIX, noch einen weiteren Handelsplatz, der gemeinsam mit der Börse Hannover betrieben wird.
Das Besondere daran? Scalable Capital ist hier selbst Market Maker und nicht mehr auf Payment for Order Flow, also die Beteiligung an den Spread-Einnahmen der Handelsbörse angewiesen. Da dieses Modell ab Juli verboten wird, ist Scalable Capital damit regulatorisch sauber aufgestellt und kann seine günstigen Konditionen trotzdem weiter anbieten. Sie verdienen dann, wie bisher die Partnerbörsen, die eben die Rückvergütung an Scalable Capital gezahlt haben, direkt am Spread. Für dich bedeutet das mehr Transparenz und voraussichtlich ein Gebührenmodell, das auch langfristig Bestand haben kann. Ganz neu ist DRIP, eine Funktion, die man sonst eher von amerikanischen Brokern kennt. DRIP steht für Dividenden Reinvestment Plan. Du kannst nun also festlegen, dass ausgeschüttete Nettodividenden automatisch wieder in das gleiche Wertpapier reinvestiert werden. Die Orders erfolgen automatisch über die neue EEX und es werden keine Gebühren berechnet. So lohnt sich das auch bei kleinen Dividendenausschüttungen. Aktuell kann man es nicht für jede Aktie individuell einstellen, sondern nur für das ganze Depot wählen, ob die Dividenden auf das Verrechnungskonto ausgezahlt oder wieder reinvestiert werden sollen. Das Depot kannst du auf allen Geräten nutzen, sowohl im Browser als auch per App auf dem Smartphone. Übersichtlich und sehr praktisch. Sparpläne kannst du per Lastschrift vom Girokonto abbuchen lassen. Du musst also kein Geld manuell auf das Verrechnungskonto überweisen. Auch steuerlich ist alles bequem geregelt. Scalable Capital führt die Abgeltungssteuer automatisch ab und erstellt deine Jahressteuerbescheinigung. Du kannst hier auch einen Freistellungsauftrag einreichen. Du musst dich also um nichts kümmern. Für Namensaktien werden keine Gebühren berechnet. Das ist bei vielen Brokern nicht selbstverständlich. Beim Thema Sicherheit ist Scalable Capital ebenfalls solide aufgestellt. Deine Einlagen liegen bei großen Partnerbanken wie der Deutschen Bank, HSBC Continental Europe, Münchner Hypothekenbank und der NordLB und sind bis zu 100.000 Euro pro Kunde über die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert. Wertpapiere und Geldmarktfonds gelten als Sondervermögen und bleiben deshalb im Insolvenzfall vollständig dein Eigentum. Ein Depotübertrag zu Scalable Capital ist über den digitalen Depotwechselservice möglich und komplett kostenlos. Auch Kryptoinvestments sind möglich, allerdings nicht direkt, sondern nur über sogenannte ETPs. Du kannst aktuell aus 32 Kryptowährungen wählen, darunter Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot und viele mehr. Die ETPs lassen sich handeln oder per Sparplan besparen und das schon ab €1. Die Vorteile der ETPs: einfache Handhabung wie bei ETFs, automatische Steuerabführung, Verlustrechnung möglich, bei Bitcoin sogar Long- und Short-Positionen. Teilweise gibt es sogar Stacking Rewards von 3 bis 5% pro Jahr. Die Spreads liegen im Prime Plus Tarif bei 0,69%, im Free Tarif bei 0,99%. Auch Derivate wie Optionsscheine, Knockouts und Zertifikate kannst du handeln. Im Free Tarif für 99 Cent pro Order und im Prime Plus Tarif kostenlos. Es gibt mehr als 625.000 Derivate von BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC und UniCredit. Interessant ist das neue Kinderdepot, mit dem du für dein Kind investieren kannst. Damit kann auch der Steuerfreibetrag des Kindes genutzt werden. Es gelten die gleichen Konditionen wie beim Erwachsenendepot. Hier gibt es auch 2% Zinsen für Guthaben und eine Besonderheit sind die TER-freien Kids-ETFs. Das Junior-Depot verlinke ich dir auch einmal unten. Natürlich gibt es auch Nachteile beim Scalable Capital Broker. Das Angebot an Handelsplätzen ist etwas eingeschränkt. So kannst du an nur 3 deutschen Handelsplätzen handeln, und zwar Getex, EEX und Xetra. Internationale Börsen sind nicht verfügbar. Wenn du häufig ausländische Aktien handelst, kann das einschränkend sein. Hier lohnt sich ein Blick auf meine Alternative, die ich dir gleich noch zeige. Dort gibt es mehr als 40 Handelsplätze. Kryptowährungen sind nicht direkt verfügbar, sondern nur über ETPs. Dabei werden jährlich TER-Gebühren berechnet. Schauen wir noch kurz auf die Kostenübersicht. Kostenlos sind unter anderem Depot- und Kontoführung, alle Sparpläne, Dividenden, Orderlimits, der Depotübertrag, Steuerbescheinigungen und der Eintrag bei Namensaktien. Kostenpflichtig sind 4,99 € monatlich, wenn du den Prime Plus Tarif wählst, 99 Cent pro Trade im Free-Tarif über Getex und mindestens 5,49 € pro Trade über Xetra. Lohnt sich das Scalable Capital Depot also? Hier kommt meine Bewertung. Ganz klar, ja, vor allem für ETF-Investoren. Mit über 2500 kostenlosen Sparplänen ist Scalable Capital kaum zu schlagen. Auch für Aktienkäufe ist das Depot in den meisten Fällen ausreichend. Über Getex lassen sich mehr als 90% der bei deutschen Anlegern beliebten Aktien handeln. Wenn dir das nicht reicht, kannst du kostengünstig auf Xetra ausweichen. Wenn du aber sehr aktiv handelst und viele internationale Börsen nutzen möchtest, empfehle ich dir zur Ergänzung oder als Alternative das Traders Place Depot. Dort hast du Zugang zu über 40 Börsenplätzen weltweit und kannst über Getex ebenfalls gebührenfrei handeln, auch ohne eine monatliche Gebühr für eine Trading Flatrate. Bei ETF-Sparplänen liegt Traders Place mit knapp über 2000 kostenlos besparbare ETFs zwar hinter Scalable Capital mit 2800 ETFs, aber du wirst auch bei dieser Auswahl deine Wunsch-ETFs finden. Bei Traders Place ist aber aktuell noch nicht bekannt, wie es nach dem Inkrafttreten des Payment for Order Flow Verbots mit den Gebühren weitergehen könnte.
Die Links zu beiden Brokern findest du unter dem Video. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Hast du noch Fragen zu Scalable Capital oder wünschst du dir ein bestimmtes Video? Dann schreib mir gern in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.